Hallo meine Lieben! Dieses Jahr gibt es natürlich auch wieder einen Adventskalender, den wir basteln, und ich habe tatsächlich ein komplettes Papierprojekt für heute. Ist ein bisschen materialaufwendig und zeitaufwendig, das heißt, es ist nicht etwas, was wir in Massenproduktion machen, sondern es ist eher ein kleines spezielles Stück, sagen wir mal so. Und wie ich das mache, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ich habe für heute auch schon einiges vorbereitet, weil sonst würde das Video viel zu lange gehen. Aber bevor wir hier reingehen, wollte ich noch kurz Danke sagen an alle, die gestern bei der Ladeneröffnung von Yasando mit dabei waren. Es war echt wirklich super, einfach mal ein paar schöne Gespräche haben zu können und euch auch mal ganz in Person zu sehen. Von dem her danke dafür und ein Riesenkompliment auch an Nathalie, die Inhaberin von Yasando, dass sie das alles auf die Beine gestellt hat mit ihrem Team zusammen. Ich finde, da kann sie echt richtig stolz drauf sein, weil wenn etwas erfolgreich ist, vergisst man auch immer, dass da auch ein Risiko dahinter steht, was jemand eingehen muss, wenn er sowas machen will, und das jetzt zu Erfolg damit hat, finde ich wirklich Hammer. Von dem her ein Riesenlob an dich, Nathalie, muss auch mal gesagt sein. So, und jetzt gehen wir hier in den Adventskalender rein. Wie gesagt, ich habe schon vorbereitet, es wird 24 solche kleine Schächtelchen geben. Gucken, dass ich das Bellyband noch runterkriege, das habe ich ein bisschen eng gemacht. Sind solche Schächtelchen, die aussehen wie kleine Bücher, und innen drinne ist eben eine kleine Schachtel. Ihr könnt das Ganze von der Größe natürlich so anpassen, wie ihr das gerne möchtet. Ich fand die Idee mit diesen kleinen Schächtelchen cool, und zusammengehalten wird das hier dann eben mit so einem Bellyband. Da kommt dann noch was drauf und hinten am Rücken natürlich auch die Ziffer. Diese Idee, und ihr könnt das natürlich in der Größe anpassen, wie ihr das gerne haben möchtet. Meine Idee ist es so ein bisschen für Schokolade, für ein Los zusammengerollt, passt hier auch super rein. Und das, was dann größer ist, was nicht hier reinpasst, da werde ich dann zum Beispiel eine Schokolade nehmen und die dann mit einer Banderole verzieren, wo ein Stern in einer bestimmten Farbe ist. Und dann hat es dazu dann eine Tüte mit demselben Stern, wo dann die Person weiß, dass sie an dem Tag dann eben eine dieser Tüten dann öffnen darf. Also hier so eine Kombi. Das Ganze packen wir dann auch in eine Box rein. Und zwar hatte ich mir gedacht, es ist eigentlich witzig, wenn ich kleine Büchlein in einem Buch drin habe. Von dem her wird es das hier noch in groß geben, wo dann diese Boxen alle reingestellt werden. Aber dazu kommen wir später. Jetzt geht es erstmal darum, dass ich euch zeige, wie ich diese Boxen gemacht habe. Weil ich habe eben schon vorbereitet, aber nur 22 Stück, damit ich das euch an 2 Stück noch zeigen kann. Jetzt, was brauchen wir hierzu? Einmal für eine Box jeweils 2 Stück Graupappe. Ich habe hier eine 2 mm Graupappe genommen, und die ist von der Breite her 6 cm und von der Höhe her 7 cm. Das pro Box 2-mal. Das heißt, insgesamt für 24 Boxen brauchtet ihr das 48 Mal. Dann, um die Hülle oder das einzukleiden, habe ich 18 cm mal 10 cm für eine Box. Dann innen die Verkleidung, die ist 6,5 cm mal 9,5 cm. Die geht dann nicht bis ganz durch, sondern der eine Teil verschwindet dann in der Box, die drauf liegt. Und für diese Box brauchen wir 11,5 cm mal 10,5 cm. Das hier ist ein 300 Gramm Papier. Und hier habe ich einen Motivblock gekauft. Da ist nicht mehr allzu viel übrig davon. Und zwar ist das der von Folia. Das habe ich bei mir in
einem der Bastelläden gefunden und dachte mir, das passt wunderbar. Ich habe nicht ganz alle Blätter verwendet, sondern ich glaube 3 sind übrig geblieben. Weil ich habe die Maße so zurechtgelegt, dass ich möglichst mit wenig Papier zurechtkomme. Also, ich habe hier, ihr seht, ganz viele Berechnungen angestellt. Weil hier zum Beispiel mit der Graupappe habe ich so gemacht in der Größe, dass ihr aus einer A4-Seite dann 15 Boxen bekommt. Das heißt, Stück Graupappe, hier für die Boxen braucht ihr 4, also 3 plus noch einen Anschnitt von 7 cm mal eben die 21 cm, um all diese Boxen zu machen. Dann beim Motivpapier habe ich es einfach so gemacht, dass ich zuerst die 18 cm geschnitten habe und dann 10 und 10 cm. Das heißt, aus jedem Motivbogen habe ich jeweils 2 Boxen, also 2 sind immer identisch gemacht. Und dann für dieses Stück hier habe ich dann einfach vom Rest, der übrig bleibt, das auch noch zurechtgeschnitten. Das heißt, eben für die 24 Boxen braucht ihr 12 verschiedene Dekopapiere, wenn ihr A4 habt. Und dann beim Papier für die Boxen, da habe ich so gemacht, dass ich das in 22 cm geschnitten habe, dann nochmal eine Hälfte, dass ich 11 x 11 cm habe oder 2 x 11 cm habe und dann in der Höhe eben 10,5 10,5, weil 10,5 10,5 gibt 21 cm, das ist ein A4-Papier. Das habe ich dann so ausgeschnitten, damit ich 4 Boxen aus einem A4-Papier machen kann. Also ihr seht, ich habe das wirklich versucht so zu berechnen, dass ihr ein Papier möglichst gut ausnutzen könnt. So, jetzt gehen wir zuerst mal hier an die Einfassung. Und zwar mache ich mir hier unten einen Strich 1,5 cm vom Rand. Zeichne ich mir das hier kurz an. Und auf den Seiten bei 1,75. Und das auf beiden Seiten. Das mache ich auch gleich beim anderen Papier kurz. Und so kann ich die Graupappe auch festkleben, nämlich einmal hier und einmal hier auf der Seite. Und das eben bei beiden. In der Mitte kommt keine Graupappe, weil ich eben erreichen will, dass ich hier so eine Wölbung bekomme. Ich klebe das Ganze mit Flüssigkleber fest. Da nehmt ihr einfach das Medium, mit dem ihr am liebsten arbeitet. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me. Dann muss ich noch die Ecken abschneiden. Ich habe hier dieses Tool von Craftelier. Könnt ihr natürlich auch ohne Tool machen. Da einfach gucken, dass ihr nicht direkt an die Graupappe in der Ecke schneidet, sondern da so ein bisschen Platz lasst, damit dann die Ecken auch abgedeckt sind, wenn wir das Papier umlegen. Dann können wir, gehe ich zuerst kurz mit dem Falzbein den äußeren Kanten entlang, damit es schon so ein bisschen merkt, wohin es sich legen muss. Und dann lege ich das jeweils so über die eigene Kante vom Papier und helfe dem schon mal so ein bisschen in die richtige Richtung.
I've tried, yeah, to become better, but I'd lie again if I said it. Und dann können wir das innen festkleben. Kurz gucken, wie ich das bei den anderen gemacht habe. Zuerst die kurzen Seiten. Ich gebe da jeweils hier in die Falte rein auch ein bisschen Kleber. Das hilft dann, wenn ihr ein starres Papier habt, dass die Kanten nicht brechen. Habe ich zumindest bei mir das Gefühl. Und wie gesagt, ich arbeite mit Flüssigkleber. Ihr könnt das natürlich auch mit einem anderen Kleber machen, wenn ihr zum Beispiel lieber mit doppelseitigem Klebeband arbeitet. Könnt ihr auch das machen. Dann gucke ich jeweils hier in den Ecken, dass ich die so ein bisschen reinlege. Sieht dann nachher auch ein bisschen schöner aus. It'll last forever. I know I make mistakes. It's just the way I am. That's why you have to know. Yeah, there's not a part of me that wants to say no. Und dann können wir noch die langen Kanten auch noch zukleben. Und hier in der Mitte gebe ich noch zusätzlich Kleber hin, weil ich will, dass ich hier das Papier runterkleben kann. Das heißt, ich forme das hier so ein bisschen entlang der Graupappe. Und dann drücke ich das innen drin fest. Dann könnt ihr das schon mal so ein bisschen falten, damit das hier sich entlang der Kante legt. Und was ich jetzt mache, ist, ich ziehe diesen Teil innen drinne einmal oder so ein paar Mal über die Tischkante, damit sich das hier so ein bisschen wölbt. Und dass das hier so ein bisschen rundlich wird. Schon mal die erste und die zweite. Als nächstes nehmen wir das Papier und da macht ihr es so, dass ihr ringsherum einmal bei 1 cm falzt und dann bei 2,5 cm, so dass wir einmal eine 1 cm Lasche haben und einmal eine 1,5 cm Lasche. Und wenn ihr euch fragt, hier vom Falzbrett, ich habe echt eine Ewigkeit gesucht, bis ich eins gefunden habe, was in Zentimeter ist. Und das hier ist von Wesson Kreativ. Heißt Score Easy. Finde ich wirklich ein super Brett, weil es eben in Zentimeter ist. Dann können wir die Falzkanten kurz schon ein bisschen nachziehen. Und jetzt geht es ums Schneiden. Und zwar schneide ich hier auf dieser Kante am inneren Teil von der Falzlinie einmal komplett rein. Dann am anderen Ende von dieser Falzkante schneide ich auch noch mal entlang. Und dann hier auch innerhalb der Falzkante.
dann habe ich den Teil vom Falzhügel hier auf der Seite. Hier habe ich keine Falzhügel drin. Hier steht der Falzhügel übrig und hier habe ich auch keinen Falzhügel. Und dann hier drüben dasselbe. Dann wiederholen wir das auf der Seite. Einmal links von der Falzkante, einmal, so dass ihr das seht, einmal rechts von der Falzkante und dann wieder links von der Falzkante. Selber auf der Seite, einmal rechts von der Falzkante, links von der Falzkante und nochmal rechts von der Falzkante. Hier oben, also nur zum Sagen, das ist der längere Teil von dieser Box, ist hier. Also das ist der längere Teil, das ist der kürzere Teil hier. Und hier auf dem kürzeren Teil schneiden wir hier oben bis zur ersten Falzkante, dass wir das wegnehmen können. Und da bin ich auch wieder innerhalb von der Falzkante, schneide ich da. Und hier bei der Kleberlasche könnt ihr auch diesen Teil noch wegschneiden, plus dann natürlich diesen kleinen Steg hier, den wir stehen gelassen haben. Und dasselbe auf der Seite hier. So haben wir hier eine leichte Lücke. Selber auf der Seite zuerst bis zur ersten Falzkante alles weg. Hier nur dieses äußerste Eck und dann hier noch die beiden kleinen Stege. Dasselbe machen wir jetzt noch bei dem. Hier ist die lange Seite, das heißt, hier schneide ich komplett bis zur zweiten Falzlinie rein. Warum machen wir das mit diesen Lücken? Es geht einfach darum, wenn ich jetzt das Ganze zusammenklebe, dass das bei der Kante nicht in den Weg kommt. Und zwar machen wir jetzt Kleber auf die 4 Kleberlaschen. Dann legt ihr die nach innen und klebt das hier schön der Kante entlang. Einmal fest. Das halte ich hier kurz ein bisschen, mache das gleichzeitig auch auf der anderen Seite schön an die Kante und halte das hier so kurz ein bisschen fest, damit das der Kleber anziehen kann. Und dann gucke ich, dass hier die beiden Laschen auch nach innen gucken und dann kann ich das auch hier schön der Kante entlang festkleben. Und jetzt kommen diese 1 cm Laschen kommen auch noch rein. Da mache ich zuerst die lange Kante. Dann klappe ich das so rein. Wo ist mein Falzbein? Hier. Und lege das so auf den Tisch und streiche die Kante schön runter, bis der Kleber anzieht. Die Lasche geht nicht bis ganz unten. Sehr wahrscheinlich erkennt ihr das nicht. Es hat hier so einen kleinen Abstand von einem halben Zentimeter. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich so schneiden, dass die Lasche bis ganz unten geht. Aber ich habe es so geschnitten, weil ich eben das alles auf ein A4-Blatt bekommen wollte. Respektive, dass ich aus einem A4-Blatt 2 Boxen machen konnte. Und deshalb
geht da die Lasche nicht ganz runter, sondern ist nur 1 cm. Dann können wir noch die kurzen Seiten runterklebern. Never knew that it could feel this way when. Und so haben wir schon die erste kleine Box, die dann eben in das Buch geklebt wird. Jetzt mache ich noch kurz mit der zweiten Box. Und schon ist die zweite Box fertig. Jetzt hier beim Innenpapier könnt ihr auf der rechten Seite das bis zu 1 Zentimeter so einen Keil reinschneiden. Ich messe das nicht ab, sondern in etwa bei 1 Zentimeter hört dieser Keil hier auf. Und dann können wir das Papier hier reinkleben. Und wenn ihr den Keil abschneidet, müsst ihr natürlich gucken, wenn ihr ein Motivpapier habt, dass die dann nicht kopfrum stehen, sondern der Keil hieß hier auf der Seite drüben. Ne? You lie next to someone. You don't even need to play. So. Und dann könnt ihr das hier mit circa 1,5 Zentimeter Abstand, könnt ihr das da drauf kleben. Natürlich gucken, dass das schön gerade weitergeht. Und ich streiche dann jeweils zuerst nur diese Seite hier drüben fest, dass es schon mal gut hält. Und mit dem anderen Finger drücke ich das hier runter. Ne? Und jetzt gehe ich hier der Falzkante entlang oder der Graupappe entlang, so muss ich sagen. Drücke das hier schon mal runter, dass die Mitte schön unten liegt. Dann auf der anderen Seite dasselbe, auch entlang von der Graupappe, das runterlegen, damit sich das Papier hier wirklich schön in diesen Steg reinlegt. Und erst jetzt mache ich diesen letzten Teil hier noch fest. Könnt ihr auch gucken, wenn ihr das jetzt so ein bisschen umlegt, dass sich hier oben das Papier nicht wieder hebt. Auf beiden Seiten, dass es schön hier in die Falzkante reingeht. Und jetzt nehme ich hier einfach einen runden Gegenstand und ich gehe hinten, halte ich mit den Fingern so entgegen und versuche das hier wieder so eine Rundung reinzubekommen. Das heißt, ich drücke hier mit dem Daumen das rein. So dass ich hier wieder diese Wölbung drin habe. Und dann können wir auch gleich die Box reinkleben. Ich habe das Ganze ganz ehrlich bis jetzt noch nie mit doppelseitigem Kleberband gemacht, weil ich das Gefühl habe, wenn der Kleber, also der Flüssigkleber, wenn er mal angezogen hat, dass der besser und länger hält. Ich gucke jetzt einfach, dass ich hier unten, oben und hier vorne den gleichen Abstand habe und dann drücke ich die Box ganz einfach mit den Fingern fest. Hier bei der Wölbung gucke ich, dass das wirklich da ganz fest drauf sitzt, weil das ist so der Ort, wo es am ehesten die Tendenz hat, sich wieder zu heben. Aber sieht gut aus. Das ist schon mal das erste Büchlein. Jetzt machen wir dasselbe noch mit dem hier. You find the way you are
I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever when you're lying in my arms. My heart is open. It just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. Dann habe ich für das Bellyband einen Streifen von 19 cm und dann jeweils, also für jedes Bellyband 2 cm. So just stay for a little while. Und das können wir jetzt um die Schachtel herum wickeln. Das heißt, ich lege das hier so in die Mitte, knicke das einmal der Kante entlang um, dann der zweiten Kante entlang umknicken und gehe hier wieder nach vorne. Ich habe es extra vorne, weil ich nachher vorne noch die Ziffer drauf geben will. Hier nicht zu viel Kleber, nicht, dass euch der dann rausquillt. Weil wir wollen das Ganze, also mit dem Bellyband die Box zusammenhalten, aber nicht darauf festkleben, weil das soll man ja zum Öffnen der Box dann wegnehmen können. Von dem her nicht so eng anlegen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann solltet ihr hier 24 Boxen haben. Und ich kümmere mich jetzt noch kurz darum, um diese Ziffern, dass ich die noch kurz mache, damit ich die drauf machen kann. Und dann kümmern wir uns noch um das große Buch, wo alle die reinkommen. Und ich weiß, dass das hier eine ziemliche Fleißarbeit ist. Das eignet sich auch super für vom Fernseher zu machen. Und ich habe wirklich die 22 Boxen bei mir, die ich schon vorbereitet habe, immer denselben Schritt bei allen Boxen gemacht und so quasi eine Fließbandarbeit gemacht. Ne? So geht es eigentlich am schnellsten. Wie gesagt, ich kümmere mich noch um die Ziffern und bin dann gleich zurück. So, ich habe mir gedacht, da das Ganze schon bunter ist, als ich das normalerweise mache bei meinen Sachen, gehe ich hier dezent. Und zwar habe ich ganz einfach Kreise gemacht in dunkelgrau plus die kleinen Vierecke hier, um die da hinten anzukleben. Das heißt, ich muss das Ganze eigentlich nur noch ausschneiden. Zwar trenne ich hier mal diese hier bei den Ziffern. Habe ich das so gemacht, dass ich die jetzt eigentlich mit der 3,2er Stanze ausstanzen können müsste. Das heißt, ich drehe die hier um. Dann kann ich das schön mittig platzieren. Stanzen und dann habe ich hier wunderbar meinen Taler. Genau das mache ich kurz mit allen Ziffern, damit wir die dann haben. As honest as you are, the way you make me feel at night when I am vulnerable and it's cold outside, but you make it alright. I wanna know you better, give me every detail, I won't judge you as you know. Und die kann ich jetzt hier auf die Büchlein drauf machen. Und zwar ist die Idee, dass das Band hier eher unten liegt, aber ich trotzdem noch genug Platz habe, um die Ziffer drauf zu machen. Kleber. I could stay forever when I'm lying in your arms. Oh, My heart is open. It just took some time. Now
Und das ist das Ziel, dass ich hier hinten auf dem Rücken die Ziffer in klein habe und dann hier vorne auf dem Bellyband drauf auch noch. Weil in die Box reinkommt es so, aber wenn man es dann vor sich hält, finde ich es immer schön, wenn da auch noch eine Ziffer ist. Und das mache ich jetzt mit all diesen Boxen, damit alle eine Ziffer drauf haben. Für die Box, damit das alles hier drin Platz hat, ich habe das einfach mal mit dem Gummi kurz zusammen gemacht, damit ich sehe, wie breit das sein muss und wie hoch das sein muss und wie tief das sein muss. Und da bin ich jetzt so, habe ich das so berechnet mit der 2 mm Graupappe, dass ich einerseits zwei lange Stücke habe, die sind 22,5 cm mal 7 cm in der Höhe oder in der Tiefe. Und die kurzen hier, die sind 18,5 mal auch 7 cm. Und wenn ihr euch fragt, was diese mintgrünen Dinger sind, das sind hier solche Corner Clamps von Craftelier. Finde ich super, um eben so Boxen zusammen machen, weil die haben dann jeweils Einkerbungen für 1,5 mm, 2 mm und 3 mm Graupappe. Die 1,5 sind die außen, die 3 mm hier drinnen. Und im Moment liegt meine Graupappe auf den 2 mm. Und genau so kann ich das zusammenkleben. Das heißt, ich gebe hier einfach auf die Kante von der Graupappe, gebe ich Kleber drauf. Darf ruhig ordentlich Kleber sein, weil das verdecken wir nachher sowieso noch mit Papier. Geht einfach mal darum, dass das hier festhält. Und dann kann man eben oben schön die Gegenstücke reinmachen, auch bei 2 mm logischerweise. Und dann sollte das hier wunderbar quadratisch bleiben. Und dann können wir das selber noch auf der anderen Seite machen. Und so lasse ich das Ganze trocknen, bevor ich das dann einfasse. So, jetzt zum Einfassen der Box. Ich will das gleich haben wie bei den kleinen, dass die weiß ist. Und deshalb habe ich hier 2 mal 18,5 mal 16,2. 18,5, 16,2. Gefalzt bei 8 cm. Und dann habe ich 24,5 cm mal 16,2 cm, auch gefalzt bei 8 und auf den Seiten je bei einem Zentimeter. Beides natürlich zweimal. Und so können wir jetzt die Box einfassen. Ich werde zuerst das so machen, dass ich die Box hier bei der 8 cm Linie anlege und erstmal außen festklebe. Dann mache ich hier entlang der Graupappe, so dass ich oben mit der Graupappe abschließe, mache ich hier einen Schnipsel rein. Das bei beiden Seiten. Und klebe auch dieses Stück hier an die Graupappe dran. Open. It just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. Und dann schneide ich hier wieder einen Schnipsel in der Breite, also die 2 mm, schneide ich hier rein.
Das auch auf beiden Seiten. Das einfach so weit, dass ich dann schlussendlich das Papier hier innen drin festkleben kann. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. Hier gehe ich noch nicht ganz bis unten, weil das ja dann die quasi Lasche ist, die wir unten umklappen. So, und jetzt klappe ich das Ganze hier rein. Ich habe versucht, die Ecke so schön wie möglich zu machen, ist mir nicht ganz gelungen. Mal gucken, wie ich das nachher noch korrigiert bekomme. Aber hier an den Seiten einfach gucken, dass ihr das wirklich schön in die Kante reinlegt. So. Und genau dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite auch noch. Ich versuche es jetzt mal anders, dass ich hier ganz einfach bis knapp vor die Ecke einen Spitz reinschneide, in der Hoffnung, dass so die Ecke schöner wird. Mal gucken. Ist halt einfach so, wenn der Prototyp gleichzeitig das Video wird, muss man manchmal ein bisschen testen. Und dann können wir noch die langen Seiten abkleben. Da werdet ihr jetzt auf den Seiten dann jeweils so ein bisschen von der vorigen Kante sehen. Deshalb haben wir das eben auch gemacht, dass wir hier die Kante drüber gezogen haben. Sky's beautiful. So, und dann können wir das auch runterkleben. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. So, und dann auch diese Seite noch. Dann haben wir den weißen Rahmen und jetzt müssen wir hier die äußere Graupappe nach außen legen. Damit ich das machen kann, schneide ich hier die Ecken ein. Und die inneren schnipse ich auch so ein bisschen an, damit ich schnipse da eine Ecke rein, damit ich die nach innen legen kann.
Es geht am einfachsten, wenn ihr es kurz einfach nach außen der Kante entlang biegt. Dann könnt ihr das einfacher dann in die andere Richtung biegen. Und so sollte dann die Kante von der Graupappe wieder frei liegen. Jetzt habe ich 2 weiße Blätter, eins für außen, eins für innen. Weil einerseits kleben wir hier die Kanten drüber, damit wir hier schön einen schönen Abschluss haben. Und das andere Blatt kommt dann innen drinne. Das Außen ist 22,6 x 19 cm und das Innen ist dann 22 cm x 18,4 cm. Das heißt, ich gebe jetzt hier, wenn er denn will, überall Kleber drauf. Sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out. Dann lege ich das hier schön entlang von der Graupappe und lege dann quasi mein Papier um. Und fasse so das Papier ein. Das hier hinten oder unten muss nicht in Schönheit sterben, sondern es dient mehr dazu, dass ich einfach diese Außenlaschen runterkleben kann und so an der Kante entlang einen schönen Abschluss bekomme. Und dann können wir hier die Innenkante auch noch festkleben. Und auch das muss nicht in Schönheit sterben, weil das verdecken wir jetzt dann noch mit dem kleineren Blatt. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a lie and there's a fire coming out of me. Every time I see one's a destroy, and one is a boy fighting hard to be the better part of me. Und jetzt sollte das Blatt hier wunderbar reinpassen und dann einen schönen Abschluss geben. Das heißt, das klebe ich jetzt auch noch ein. The better part of me. The better part of me. The better part of me. Und dadurch, dass wir jetzt hier unten zweimal 200 Gramm haben, gibt es auch, oder es verstärkt dann auch den Boden so ein bisschen. So, und so haben wir eine weiße Box. Bei mir jetzt nicht ganz so schön, wie ich mir das sonst von mir gewohnt bin. Aber nun ja. Guckt dann einfach, dass die schönere Kante die ist, die man außen sieht. Das wird die hier sein. Das heißt, das Buch wird dann so zugeklappt und wenn wir alles richtig gemacht haben, müssten die Boxen hier alle drinnen Platz haben. Als wäre es abgemessen. Ne? So haben wir
mal diese Box hier. Jetzt müssen wir natürlich noch das Buch für ringsherum machen. Und da gucke ich mir kurz die Masse an und bin dann gleich wieder zurück bei euch. So, das habe ich alles berechnet. Und zwar habe ich hier 2 Stück Graupappe. Die ist 19,5 in der Breite, 23,8 in der Höhe. Dann habe ich noch eine dünne Graupappe für den Rücken. Die ist logischerweise auch 23,8 hoch, aber dann 8 cm breit, weil die Box per se ist ja 7 cm und ich will auch hier wieder eine Wölbung hinbekommen. Deshalb habe ich hier 8 cm und nicht 7 cm. Dann vom Papier her habe ich für außen dieses Papier und da bin ich bei 21 cm mal 26,8 cm. Das zweimal. Das gibt bei mir die Vorder- und Rückseite. Und dann habe ich hier für diesen Rücken habe ich auch noch 2 Stück. Und da habe ich einmal 26,8 mal 10 cm und einmal 23,3 mal 10 cm. Seht ihr nachher warum. Und dann für innen habe ich ein schlichtes weißes Papier auch wieder. Und das ist 19 cm mal 23,3 cm. Auch das zweimal. Jetzt hier mit dem Rücken machen wir noch kurz ein bisschen was, damit wir dem so ein bisschen in die Wölbung helfen können. Falze ich den jetzt einfach immer bei einem halben Zentimeter. So, voilà. Müsste das auch ein bisschen einfacher gehen, damit der dann in die Wölbung reingeht. Genau das wollen wir haben. Jetzt kann ich hier das längere von den roten Stücken, kann ich schon mal hier hinten das draufkleben. Und das natürlich mittig. Und da ich weiß, dass ich jeweils 1,5 Zentimeter von oben und unten gemessen habe, zeichne ich mir das hier kurz ein, einfach damit ich sicher bin, dass das schön gerade ist. Und auf den Seiten müsste es jeweils 1 Zentimeter sein. So, dann weiß ich auch, wo das Ding hier hin muss. Können wir hier die einfassen. Hier werde ich das auf der einen Seite schön an die Kante legen und von oben und unten sollten es auch 1,5 Zentimeter sein. Von dem her zeichne ich mir das sicherheitshalber auch kurz ein. Und dann kommt die Graupappe hier drauf. I was lost without any direction. Wie gesagt, auf einer Seite an die Kante und oben und unten schön mittig. Ich will da eigentlich gar nicht zu stark mit dem Falzbein drüber, weil das Papier hat eine extrem schöne Struktur. Die möchte ich jetzt eigentlich nicht verletzen. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things
said and done. There's not a part of me that wants to say no. Jetzt können wir hier das Papier entlang der Graupappe schon ein bisschen anfalzen, damit es weiß, wo es hin muss. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken. Und bevor ich das Ganze umlege, klebe ich das hier dran. Ich nehme dafür jetzt ein doppelseitiges Klebeband, weil ich irgendwie sehe, dass das Papier mit dem Kleber komisch reagiert. Und ich hoffe, dass das, wenn es getrocknet ist, wieder weggeht. Aber sicher ist sicher. Das heißt, ich mache das hier jetzt einfach mal mit einem Klebeband fest. And I'm the reason it's not that easy. Knowing you'll do better without me. Without me. Und hier mache ich das so, dass ich so 2 mm Abstand halte. Das heißt, die Größe oder Dicke der Graupappe. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Without me. I have tried, oh I have tried, yeah. Dann können wir hier die Ecken noch abschneiden. Become better, but I'd lie again if I said it'll last forever. I know I make mistakes, it's just the way I am. That's why you have to. Ich glaube, ich mache jetzt hier gleich auch mit dem Klebeband weiter. Ist mir lieber, als wenn das dann komisch aussieht mit dem Kleber. Yeah, there's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken. And I'm the reason it's not that easy. Knowing you'll do better without me. Without me. Without me. Out of all my mistakes, hurting you is the worst. I admit I was wrong. There's only one thing to do, the last thing I wanna do. Und dann haben wir schon mal die erste Seite und genau das gleiche mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. Dann können wir auch hier diese Lasche oben und unten reinkleben. I know I have to let you go. 'Cause yeah, there's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken. And I'm the reason it's not that. Dann gucke ich natürlich auch, dass sich das hier gut biegen lässt. Weil schlussendlich soll es ja ein Buch sein. Und jetzt ziehe ich diese Kante kurz ein bisschen über den Tisch, einfach damit sich das wieder rund, also wölbt quasi. Und die Rillen haben auch, finde ich, einen super coolen Effekt. Jetzt kommt hier innen drinne diese Abdeckung und da muss ich wohl oder übel auch mit dem Klebeband arbeiten. Ihr merkt, ich mag es nicht wirklich. Ich bin mir einfach so gewohnt, dass ich mit dem Flüssigkleber arbeite.
Aber es wäre dann auch schade, wenn das Papier komisch aussieht, weil der Kleber durchdrückt. Better without me, without me, without me. Oh, oh, oh. Out of all my mistakes, hurting you is the worst. I admit I was wrong. There's only one thing. So, meine Kamera und ich sind uns nicht ganz einig heute. Sie hat einfach sich entschieden abzustellen. Was ich sagen wollte, warum ich hier so viel Kleber drauf gemacht habe, ist ganz einfach, dass ich wollte, dass das Ganze dann mit der Wirkung mitgeht und nicht dann wieder hochkommt. Und ich habe das rote Element jetzt hier einfach noch mittig festgemacht und hier an den Seiten die Kanten auch wieder ein bisschen ausgearbeitet. Und können wir dem Ganzen auch wieder helfen, dass es sich ein bisschen wölbt. Ich glaube am einfachsten auch wieder, wenn ich das über die Tischkante ziehe. So, dann haben wir das hier schon mal eingepackt. Und jetzt muss ich kurz gucken, ob ich hier überhaupt eine Abdeckung brauche. Nein. Von dem her korrigiere ich mich hier kurz. Ihr braucht nur eins dieser Blätter und nicht beide. Weil auf der Seite machen wir ja die Box rein. Von dem her brauchen wir da keine Abdeckung. Und genau das machen wir jetzt, nämlich diese Box hier draufkleben. Das mache ich jetzt wieder mit meinem Flüssigkleber. Und ich habe es so berechnet, dass ich hier an die Kante von der Graupappe gehe. Und dann möglichst oben und unten gleich viel Abstand lasse. Und dann können wir das festdrücken. Last thing I wanna do, I know I have to let you go. 'Cause yeah. Dann ist die hier drauf und auf der anderen Seite kommt das weiße Papier. Jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Und zwar sollte das Papier eigentlich unter, also ich hätte zuerst das weiße Papier festkleben müssen, bevor ich hier diese rote Abdeckung festklebe. Muss ich das kurz ein bisschen korrigieren. Einfach, wenn ihr es macht, denkt dran, zuerst das weiße Papier festkleben, bevor ihr hier diese rote Abdeckung drauf macht. Ich mache es jetzt für mich einfach so, dass ich das weiße Papier hier zurechtschneide, dass ich genau hier an die Kante komme. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken, and I'm the reason. It's not that easy, knowing you'll do better without me. Without me, without me. So, und dann habe ich hier mein quasi fertiges Buch. Fertig. Sagen wir es mal so, es ist noch nicht beschmückt und das werde ich heute auch nicht machen, weil es besteht durchaus die Gefahr, dass die Person, für die dieser Adventskalender ist, heute tatsächlich auch zuguckt. Und deshalb mache ich das einfach so, dass ich euch dasselbe überlasse, wie ihr dann eure Box quasi verzieren wollt. Nur zum Zeigen, ne? Es hat hier alles wunderbar drin Platz. Man kann die einzelnen Kalender rausnehmen und dann öffnen. Und das Buch lässt sich wunderbar verschließen.
Ist jetzt auch eine ordentliche Box geworden. Schön stabil mit der 2 mm Graupappe. Und wie gesagt, ich werde es dann noch weiter verzieren. Noch gucken, dass ich diese kleinen Fehler noch korrigiert kriege. Aber eben, ich will nicht zu viel verraten, deshalb werde ich das Verzieren heute im Video nicht machen. Aber da habt ihr bestimmt ganz viele Ideen selber, wie ihr das verzieren wollt. Das war es aber auch schon für heute. Eben diese Box mit den süßen kleinen Büchern. Das heißt, Bücher im Buch drinne mit den kleinen Boxen und einer Bordüre, den Ziffern drauf, die ihr da wunderbar rein verstauen könnt. Und wie gesagt, ihr könntet das in der Größe auch anpassen. Ihr müsst jetzt nicht zwingend das in ein Buch reinpacken, sondern ihr könnt ja diese Boxen auch größer machen und die dann in ein Regal reinstellen. Geht auch. Ich wollte hier einfach das Buch im Buch quasi haben, aber ihr macht es genauso, wie ihr das gerne möchtet. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr da selber auch Lust habt, das nachzubasteln. Es dauert ein bisschen, ja, aber ich finde, es lohnt sich durchaus. Also ich freue mich definitiv, diese Box zu verschenken als Adventskalender. Jo, und dann hoffe ich natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!